Und das macht echt Spaß, weil wir hatten bis vor ein paar Jahren haben wir das ohne Kunde gemacht und nur intern. Vor einem Jahr sowas haben wir dann gesagt, nee, jetzt kommen, wir laden jetzt die Kunden ein. Und es ist so, so super. Also es ist so ein Mehrwert, weil einfach der Kunde direkt sagen kann, boah, das sieht ja gut aus. Und du merkst richtig, wie dann einfach alle Entwickler sich denken, geil, ich habe was geschafft, das gefällt dem Kunden, das ist gut. Und das, ja, macht einem stolz, also wenn man es dann einfach zeigen kann. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Auf Wall of Confusion sprechen wir über die unterschiedlichen Perspektiven, mit denen sich Softwareentwicklung und IT-Betrieb an gemeinsame Projekte annähern. Da kann es im Alltag schon mal zu Kontroversen kommen. Zur Lösung gibt es den Ansatz DevOps, der beide Seiten zur Effizienz führen will. Wir, das sind das Team der Rosti IT in Rosenheim und unsere Gäste. Unsere Folgen drehen sich um unseren DevOps-Alltag, um die Zusammenarbeit zwischen Entwicklerteams und Ops-Teams, um Lösungen, um Menschen, Methoden und Tools. Viel Spaß mit dieser Folge von Wall of Confusion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wall of Confusion. Mein Name ist Christian Steinberger. Ich bin IT-Stratege, Manager und Leader aus Leidenschaft. Unser Format dreht sich um spannende Themen und aktuelle Entwicklungen aus IT und Digitalisierung. Wenn ihr also nach Inspiration und neuen Ansätzen sucht oder einfach nur gerne am IT-Puls der Zeit bleiben wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Heute bei uns zu Gast ist die Maria Anzenberger. Hi Maria, schön, dass du heute da bist. Hallo. Bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, stelle ich doch einfach mal unseren Hörern selber vor. Wer bist du denn und was machst du so? Ja, Maria Anzenberger. Ich wohne aktuell in München, bin gebürtig aus Haag, bisschen ja ein Bayer sozusagen. Nach der Realschule habe ich Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht und habe dann noch Fachabi und dann eigentlich durch Zufall bin ich dann in der Wirtschaftsinformatik gelandet in Rosenheim, wo wir zwei uns kennengelernt haben. Ich erinnere mich, gute genau. alte Zeit. Ganz genau, das war so, ja, jetzt 13 Jahre ist es jetzt her, dass das Studium losgegangen ist. Echt verrückt. Genau, und während dem Studium habe ich bei IT-Dienstleistern schon gearbeitet, habe dann immer mehr gemerkt, dass ich so ein bisschen Richtung Konzeption und Anforderungsmanagement landen möchte und nicht so typisch entwickeln. Das war nicht so meine Stärke. Habe dann 2016 nach dem Studium ganz klassisch in der Wasserfallmethode bei einem IT-Dienstleister gearbeitet und so Mitte 2018 ging es dann los, dass alle plötzlich von Scrum und agilen Methoden und plötzlich war alles ganz gehypt und keiner wusste wirklich, wie es geht. Haben wir ein bisschen hemdsärmlich angefangen und ein bisschen weiterentwickelt, ein paar Zertifikate gemacht und inzwischen bin ich jetzt 2021 zur Firma Grollmus München GmbH gewechselt, wo ich auch die Rolle Product Owner einnehme. Deswegen, glaube ich, sprechen wir heute. Und da möchte ich heute ein bisschen was erzählen drüber. Was macht ihr denn da eigentlich? Genau. Also, wie kann man sich die Firma vorstellen? Genau, wir sind ein Familienunternehmen und haben eigentlich damit gestartet, Schulungen im Bereich Industrieautomatisierung zu halten. Das ist eigentlich so unser, ich sag mal, Hauptstandbein. Da gibt's auch ein Pendant in Hochheim dazu. Das ist vom Vater von meinem Geschäftsführer gegründet worden und die beiden Söhne machen gerade jetzt eben in Hochheim und in München die Firma. Und in München haben wir eine Softwareabteilung. Und bei der Softwareabteilung machen wir ein Tool für Siemens. Das TIA Selection Tool gibt's jetzt schon 13 Jahre. Ist sehr spannend, dass so ein altes Produkt immer noch läuft. Aber wir haben es auch immer wieder verbessert. Ist ein Konfigurator und Bestellsystem für Geräte im Bereich der Steuerungs- und Antriebstechnik, also auch Industrieautomatisierung. Und genau, haben weltweit läuft es. Wir haben da eine Browser- und eine Desktop-Anwendung, in 7 Sprachen und wird von 90.000 Anwendern im Monat verwendet. Also es ist schon sehr, sehr erfolgreich, macht auch richtig Spaß und ist kostenlos. Das ist das Besondere daran. Und genau, wir bei Grollmus machen das eben für Siemens. Das ist die Besonderheit. Das heißt, es ist nicht unser eigenes Produkt, sondern wir sind der IT-Dienstleister, was ein paar Herausforderungen nach sich zieht, sage ich mal. Weil man natürlich bestimmte Entscheidungen
niemals selber treffen kann, sondern da immer, ich sag mal, den Kunden davon überzeugen muss und ein bisschen mehr Arbeit hat, als wenn man es nur intern machen würde. Aber macht Spaß. Und das bringt wahrscheinlich auch organisatorische Herausforderungen mit sich oder vielleicht auch im Projektablauf. Ja, tatsächlich. Es ist dadurch, dass es einfach schon über 10 Jahre läuft, dieses Produkt, sage ich mal, ruht man sich so ein bisschen auf den Lorbeeren aus, weil es ist ja schon gut. Aber als IT-Entwickler oder als Dienstleister denkt man sich immer, ja, man kann es ja noch besser machen. Man kann ja noch ein paar Sachen optimieren. Und genau, das ist so, ich sag mal, da muss man dann gute Argumente sich überlegen und die einfach schön darstellen. Und letztendlich möchte man ja einfach ein cooles Produkt haben am Markt. Und ich glaube, dann ist es relativ einfach, die Kunden zu überzeugen, dass es notwendig und sinnvoll ist, was wir gerade tun. Stichwort Automatisierung, das ist vorher ja auch schon gesagt, weil das ist ja auch sowas, was jetzt bei Rossi eben immer im Vordergrund steht, dass man eben schaut, wenn man Projekte hat, die man mit Kunden umsetzt, Dienstleistungen, die man anbietet, das ist natürlich auch viel automatisiert. Ja, jetzt in anderen Episoden haben wir auch schon viel über die DevOps-Mechaniken gesprochen etc. Das steht da auch immer ein bisschen im Vordergrund. Ja. Ist das bei euch auch so? Wir versuchen, alles, was nervt, zu automatisieren. Das ist immer so sobald es irgendwo wehtut und schmerzt und irgendjemand zu lange irgendwas manuell machen muss, dann versuchen wir das zu automatisieren. Ganz doof gesagt, wir haben uns ein Gantt-Diagramm entwickelt, das durch automatisierte Abfragen von unserem Feature-System, also von unserem, also vom Azure DevOps selber, die Inhalte zieht. Das heißt, früher haben wir das eingetragen und übertragen und kopiert und Titel irgendwie Copy-Paste, so dumm, dass das 4 Leute gleichzeitig machen müssen. Jetzt haben wir da einfach so eine automatisierte Abfrage gemacht. Also oder automatisieren, was Sinn macht, Arbeit erspart und vielleicht auch Risiken minimiert wahrscheinlich, oder? Also durch das Eliminieren von menschlichen Fehlern. Okay. Ja, ganz genau. Wir haben zum Beispiel auch wir machen einen Release-Plan, wir haben einmal im Monat einen Live-Release. Und das ist ganz cool. Mein Kollege hat sich da mit Power Automate so eine automatisierte Zeitplanung erstellt. Das heißt, der gibt den Release-Datum ein und dann rechnet der rückwärts, was bis wann geliefert werden muss. Also wir haben zum Beispiel Texte, die zur Übersetzung gehen müssen oder irgendwelche Produktdaten, die eingepflegt werden müssen. Und das erstellen wir mit einem Klick jetzt rückwärts für jedes Live-Release. Und früher haben wir das echt im Kalender in Daten eingetragen. Also es hat schon mal eine gute Viertelstunde gedauert, bis man da ein Live-Release geplant hat oder halt wieder die Daten hatte. Und dann sind halt Fehler passiert, weil du dich irgendwo vertippt hast oder in der Woche verrutscht bist. Und so ist es jetzt ein Klick. Also einmal Datum eintippen und Generate klicken, glaube ich. Das ist richtig schön. Andere Frage. Du hast vorher erwähnt, du bist als Product Owner für ein Team zuständig. Ist das immer so oder ist das wechselnd? Hast du auch mal mehrere Teams? Ich habe 2021 gestartet bei der Firma, da waren wir noch sozusagen 2 Product Owner und mein Teamleiter, der auch als Product Owner arbeitet. Und da war es so, da hatten mein Kollege und ich jeweils 2 Teams. Irgendwann haben wir gemerkt, das ist echt anstrengend. So viele Entwickler, also wir haben immer zwischen 4 und 6 Entwickler je Team mit Arbeit zu versorgen und dann auch wirklich sinnvoll zu versorgen. Und haben dann noch einen Kollegen eingestellt, der auch ein Team übernommen hat. Und jetzt sind wir inzwischen 4 Product Owner für im Grunde 4 Entwicklungsteams. Also jetzt, es ist noch nicht ganz 1:1, weil eine Kollegin ist noch relativ neu, die hat noch kein eigenes Team, aber das werden wir auf früher oder später dann auch machen, dass wir wirklich ein Product Owner, ein Team haben. Das ist so, es ist so viel angenehmer, wenn man sich um einen Themenkomplex irgendwie kümmert. Das ist ganz, ganz praktisch. Die 4 Teams arbeiten mit 4 Product Ownern, aber am selben Produkt, richtig? Ganz genau. Okay, das stelle ich mir aber schwierig vor. Also wahrscheinlich wird es ja da auch darum gehen, die Teams zu synchronisieren, richtig?
Ja, da haben wir einige Probleme gehabt, als ich angefangen habe, wurde eben eins der 4 Teams neu gegründet. Also sie waren vorher 3 Teams und dann waren es 4. Und es war ziemlich heftig, weil wir in 2 Wochen Sprint ja Themen abarbeiten und es nennt sich Branching System. Also du nimmst von dem Hauptprodukt, ziehst dir einen Branch und darauf entwickelst du und dann am Ende des Sprints mergst du das sozusagen in das Hauptprodukt wieder rein. So die Theorie. Wir hatten dann den Fall, dass wir an einem Dienstag 4 Reviews hatten und die Entwickler oder die Entwicklerteams zum Teil bis abends um 20 Uhr da saßen und irgendwelche Merge-Konflikte bearbeitet haben und es einfach ewig gedauert hat. Die Build-Zeiten waren ewig lang. Also es war ja viel Frust über Wochen, weil es einfach es hat ewig gedauert, diesen Dienstag zu beenden. Also diesen Stand vom Produkt zu schaffen. Und noch schlimmer, wenn du irgendwo in der gleichen Ecke vom Produkt was gemacht hast. Wer gewinnt denn? Also es war wirklich schlimm. Also da sind auch einige Dinge mal schief gelaufen. Irgendwie ein Produkt hat mal eine Version gar nicht funktioniert. Muss man halt irgendwie sich ein Team einen Sprint lang drum kümmern, dass es wieder funktioniert. Genau. Und das war anstrengend. Und wir haben dann, das ist das Schöne, wenn man agil arbeitet, wir haben dann uns zusammengesessen und dann hat einer gesagt, mich nervt es. Und der andere hat auch gesagt, mich nervt es. Und wenn es mehr als 2 sind, dann muss man auf jeden Fall was ändern. Und haben mal so ein bisschen brainstormt, was können wir denn machen, damit wir das entschärfen? Also damit es eben nicht mehr an diesem Dienstag so lange dauert. Und haben dann, ja klar, über ein bisschen Infrastruktur diskutiert, können wir da irgendwie ein bisschen aufstocken, dass das alles ein bisschen schneller geht. Letztendlich hatte aber dann ein Kollege von uns die geniale Idee, dass wir zeitlich versetzte Sprints machen. Das heißt, wir haben die 4 Teams in 2 Gruppen geteilt, in Gruppe A und Gruppe B. Und wir starten mit Gruppe A in der ersten Woche am Donnerstag und mit Gruppe B an dem zweiten Woche sozusagen und haben somit zeitlich versetzte Sprints. Und was eben das Coole daran ist, wir haben jetzt jede Woche ein Product Increment. Und das war das, wo uns zuerst gar nicht so bewusst war, weil der Schmerz war ja was anderes. Der war ja unser zeitlicher Aufwand und diese blöden Merge-Konflikte und irgendwie das alles zu synchronisieren. Und plötzlich haben wir gemerkt, ja cool, dann haben wir jede Woche eine Produktversion. Also wie cool ist denn das? Das heißt, wir sehen wirklich wöchentlich einen Fortschritt und wenn es nur 2 Bugs sind, die behoben sind. Aber es ist ein besseres Produkt als vorher. Mhm. Das war auch so, oh wow, das, was man im Scrum Guide immer liest, hat man plötzlich in der Realität. Hätte ich nicht erwartet. Genau, und seitdem machen wir das. Also wir haben das jetzt 2 Jahre. Ja, 1,5 Jahre läuft es jetzt. Und haben wirklich erst über die Zeit bemerkt, was alles für Vorteile wir haben. Also zum Beispiel, was auch dieser zeitlich versetzte Sprint so attraktiv macht, wir machen einmal im Monat ein Live-Release. Wenn da ein kritischer Bug auftaucht, hat immer jemand am Donnerstag ein Planning. Das heißt, du hast diesen Fall, dass du einen kritischen Bug in einen laufenden Sprint geben musst, kannst du vermeiden. Das musst du nicht machen. Weil jeden Donnerstag startet ein Team, in dem Fall 2 Teams, mit einem Planning. Das heißt, die können sich darauf einstellen, wissen dann, cool, wir haben einen kritischen Bug, wahrscheinlich muss man einen Hotfix machen, aber wir wissen es und nicht dieses, oh Gott, Stress, wir sind gerade im laufenden Sprint, ihr müsst unbedingt mit der Arbeit aufhören, die ihr schon gerade macht und einen kritischen Bug beheben. Das heißt, man reduziert eigentlich schon eine gewisse Unsicherheit, wenn man in den Sprint startet. Ganz genau. Das ist richtig schön. Das ist uns auch erst aufgefallen, als wir am Laufen waren. Und da ist es nämlich dann passiert und haben wir gemerkt, so,
ach, wir brauchen ja gar kein Team stoppen im Sprint. Wir können ja das einfach morgen einplanen. Mit Schätzen, mit ganz normal. Man schaut sich mal das in Ruhe an, den kritischen Bug, weil, also richtig schön. Das heißt, ihr habt eigentlich mehr Effizienz geschaffen durch asynchrone Arbeit. Genau. Richtig schön. Und was noch bei uns, was ich total schön finde, habe ich immer als Theorie gehört und ich wusste nicht, dass das Firmen tatsächlich machen. Wir haben den sogenannten Creative Day. Das ist, also ich habe es ja vorhin erzählt, wir starten am Donnerstag und wir enden am Dienstag. Ja, was macht man denn am Mittwoch? Bei uns ist es ein Creative Day. Das heißt, die Entwickler dürfen sich mit neuen Technologien, mit nervigen Code-Bereichen, mit Testautomatisierung, keine Ahnung, neues Framework, einfach damit auseinandersetzen, die Arbeitszeit dafür nutzen, um eben ja sich, ich sag mal, selber weiterzubilden, aber natürlich auch das Produkt weiterzubilden, also weiter zu entwickeln. Vielleicht hat man irgendwie eine Idee und will mal was ausprobieren. Oder eben auch sowas wie, mich nervt ein Task, den ich immer manuell mache, den automatisiere ich jetzt mal. Also ich schreibe mir irgendwie ein Skript und teile das mit meinen Kollegen. Und im Wechsel, und das ist jetzt das Besondere, an diesem Creative Day machen wir eben den Release Day. Weil ja am Dienstag Review ist, heißt am Mittwoch bauen wir ein Product Increment und das ist immer im Wechsel. Also damit, wenn in Gruppe A sind 2 Teams, dann wechseln die sich sozusagen ab. Einmal hat ein Team einen Creative Day und einmal hat ein Team Release Day, damit das so ein bisschen ja, fair bleibt und jedes Team einmal die schönen Regression-Tests und die ganzen tollen Sachen ausführen darf und jeder weiß, wie das funktioniert. Es hört sich tatsächlich sehr innovativ an. Also habe ich auch noch nie gehört, kannte ich bisher nicht. Das ist für mich jetzt eigentlich ein neues Event in der agilen Softwareentwicklung. Ja. Also es ist richtig schön und vor allem irgendwie ist es ja auch nur logisch. Wir sind in so einer schnellen Branche, wo irgendwie jetzt gerade irgendwelche Themen kommen um die Ecke und man denkt sich, oh Gott, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und dann musst du dich privat damit auseinandersetzen, um das irgendwie mal in der Arbeit dann ansprechen zu können und zu sagen, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich würde euch da gerne was zeigen. Und wir bieten halt einfach diesen Creative Day an, um genau solche Sachen einfach mal auszuprobieren und zu suchen und ja, einfach Innovationen und bessere Sachen mitzubringen. Ich finde es auch mega cool und sehr wertvoll. Es sind da schon viele coole Sachen entstanden. Gerade so Skripte und irgendwelche nervigen Sachen automatisieren, wo viele Leute schimpfen. Das ist echt cool. Okay, also er schafft also eigentlich auch noch einen Mehrwert im Team durch diese Creative Days, also zusätzlich zu den Retrospektiven, muss man ja sagen. Ja, ganz genau. Das ist echt. Ist das was, das du allen agilen Teams empfehlen würdest? Also ich merke, dass dadurch halt der Freiraum geschaffen wird, auch mal Kreativlösungen zu finden. Deswegen, ja, ich empfehle es auf jeden Fall. Ich glaube, klar, manche Firmen haben Angst, dass sie sich das nicht leisten können, weil im Grunde sagst du ja, du arbeitest nicht produktiv, wenn du es ganz spitz gesagt ausdrücken willst. Aber im Grunde verbesserst du ja alles damit. Also du hast in jeder Hinsicht eine Chance, effizienter zu arbeiten, wenn du das erlaubst, wenn du Leuten erlaubst, einfach mal einen Tag sich mit etwas zu beschäftigen, worauf sie selber Bock haben. Also wirklich intrinsische Motivation und irgendwie es ist erstaunlich, wie viel Sachen dabei rauskommen. Also wir haben, keine Ahnung, unser Testing-Framework ist durch einen Creative Day entstanden oder irgendwelche Pipeline-Automatisierungen sind durch so Creative Day-Aufgaben entstanden. Und dann hast du im Nachgang einen absoluten Mehrwert für dein Produkt und damit auch eigentlich wieder Geld verdient. Das ist so.
Also Ich ich kann glaube, es das muss man nachvollziehen. nur ein bisschen ans Management verkaufen. Ich kann's total nachvollziehen und ich sehe auch den Mehrwert. Also ich muss mal den Brückenschlag machen zu meiner Zeit bei Rossi. Ich war ja da auch einige Zeit tätig in der Form als Teamleiter und dann eben auch als CIO. Und was wir auch gemacht haben, wir haben schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir in regelmäßigen Abständen Team Days machen. Das Mhm. waren jetzt vielleicht keine Creative Days, aber da hat man dann eben schon tatsächlich Team-Retrospektiven gemacht, hat geguckt, ähnlich wie bei Scrum-Retrospektiven, was läuft denn jetzt noch nicht so gut, was könnte man besser machen. Und dann haben wir geschaut, dass wir die wichtigsten 1, 2, 3 Themen uns zur Brust nehmen und dann auch wirklich mit den entsprechenden Maßnahmen umsetzen. Und dadurch war auch ein Ja. wahnsinniger Effizienzgewinn. Und ich glaube, das ist auch vielleicht eine ganz nette Analogie. Also wenn man sich einfach mal, wenn man einfach mal den Mut hat und sich die Zeit nimmt, dann wird man über die Zeit mit diesen kleinen Verbesserungen mit Sicherheit wahnsinnige Fortschritte feststellen. Ja, und gerade gut, dass du sagst, auch teamübergreifend, also oder Team Organisationssicht darauf haben. Also es muss nicht das Produkt sein, was man unbedingt, wenn man ein Softwareprodukt entwickelt. Es kann auch ein Prozess sein, ich weiß nicht, irgendwas in der Infrastruktur. Wenn man aber nie die Zeit hat, drüber nachzudenken, was schlecht läuft, dann wird sich nie was verbessern. Also man muss den Freiraum geben, damit die Leute mal so, ja stimmt, das nervt mich. Und wenn man aber immer so vor sich hinläuft, ja, dann nimmt man das hin, dann akzeptiert man irgendwie dieses Nervige, was man halt täglich einmal machen muss und 10 Minuten rumsteht. Mhm. So, als Beispiel. Wenn ich aber die Chance gebe, dass ich einfach mal wirklich den Freiraum gebe, was nervt dich gerade? Und sag jetzt nicht irgendwie, dass ich einen Laptop morgens anschalten muss, sondern es muss schon irgendwie was Greifbares, was Sinnvolles sein, was jeden nerven könnte. Und deswegen ja, empfehle ich auf jeden Fall auch vielleicht einfach mal so eine allgemeine Retrospektive in der Firma tatsächlich mit unterschiedlichen Personen. Also hol dir jemanden vom Marketing, hol dir jemanden von Sales, setz die mal alle an einen Tisch, nimm einen Entwickler dazu, einfach um verschiedene Blicke auf ein Thema zu bekommen. Und es ist erstaunlich, wie viel dann, ja, wir sind alle denkende Menschen. Also irgendjemand hat dann schon eine Idee, um irgendwas zu verbessern. Ja. Das ist wirklich schön. Ja, und vor allem sind da viele verschiedene Blickwinkel auch viel wert. Ich meine, es gibt einfach Themen, da denken manche Leute einfach nicht dran, weil sie einfach so in ihren Themenbereichen gefangen sind und von dem her ganz wertvoller Tipp. Von dem her kann ich nur unterstreichen, einfach mal die Zeit nehmen und wirklich Themen angehen und vor allem auch nicht aufhören, nur weil man vielleicht nicht schnell Verbesserungen erkennt, weil genau um das geht. Es geht darum, klein zu verbessern, aber stetig, weil diese kleinen Verbesserungen in Summe werden irgendwann einen gewaltigen Ausschlag geben. Ja, das ist auch etwas, was wir in den letzten Jahren festgestellt haben. Mini kleine Verbesserungen. Wenn du aber alle 2 Wochen oder dann lass es 4 Wochen sein, weil du gerade im letzten Sprint irgendwie nur das wiederholt hast, was du letztes Mal nicht geschafft hast, ist auch in Ordnung. Lass alle 4 Wochen eine kleine Sache verbessern. Übers Jahr gesehen hast du so einen krassen Mehrwert geschaffen fürs Team, die sich eben nicht mehr über Kleinigkeiten aufregen, sondern da arbeiten können, wo sie sich konzentrieren können, um eben den Fokus zu haben. Das ist auch wieder so ein Punkt von agiler Arbeit. Ja, kann ich nur unterschreiben. Dann sind wir uns ja einig. Und ich glaube, das war jetzt auch ein ganz guter Schlusssatz zu diesem Themengebiet. Maria, weil die Zeit ist schon relativ fortgeschritten ist, ich könnte mich noch ewig weiter unterhalten, aber komme ich jetzt zu meiner Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle. Was denkst du, sind die größten Trends oder Herausforderungen in IT und Digitalisierung in den nächsten 5 Jahren, die man, vor allem wenn man in der IT tätig ist, auf dem Schirm haben sollte? Ja, ich habe natürlich die anderen Folgen schon von dir angehört und habe auch die Frage mich schon darauf eingestellt und werde wahrscheinlich so antworten wie jeder Gast hier. Natürlich immer die Antwort künstliche Intelligenz und das wird uns die nächsten 5 Jahre, wenn nicht sogar 10, 20 Jahre weiterhin begleiten und man sieht, wie viel passiert. Ich habe da zu dem Thema tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen gerade das eher als Bedrohung sehen, als Chance. Und das würde ich gern, ja, ich hoffe, dass es in die richtige Richtung geht und das auch irgendwie ein bisschen unterstützen. Es gibt gerade viel die Diskussion von wegen,
die jüngere Generation möchte weniger Wochenstunden. Es gibt schon Tarifverhandlungen, dass sie nur noch 32 Stunden arbeiten. Und ich möchte genau da wieder die KI ins Rennen bringen und nach vorne stoßen und sagen, genau das, die können uns helfen, unsere Arbeit leichter zu machen, dass wir die nervigen Sachen, die manuellen Arbeiten, die wiederholenden Arbeiten automatisieren können und auch durch KI gestützt uns die Arbeit abnehmen kann und wir uns als Menschen eben auf die zwischenmenschlichen Aspekte konzentrieren können, als Arbeitnehmer, als Chefs, als Management, um uns eben nicht mehr um diese, ich muss jetzt eine Rechnung schreiben, sondern ich kann mich wie können wir unser Produkt, unsere Leistung, unsere Dienstleistung besser machen. Da würde ich mir wünschen, dass das mehr in die Richtung geht und es eben mehr als Chance sehen als als Bedrohung, dass mir die KI nicht die Arbeit wegnimmt, sondern dass sie mir eine schönere Arbeit bietet und ich weniger arbeiten muss, aber trotzdem das Gleiche schaffe. Das wäre mein Wunsch. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Tatsächlich habe ich jetzt überlegt, ob ich die Frage stelle, ob du denkst, dass dich KI als Product Owner ersetzen wird. Einfach nur, weil die Frage immer gestellt wird. Aber das spare ich mir jetzt in diesem Fall, weil du so schön ausformuliert hast, dass es eigentlich nicht darum geht, jemanden zu ersetzen, sondern darum, triviale Tasks abzugeben, im besten Fall. Und ich glaube, das wäre ein wahnsinniger Effizienzgewinn, wenn man sich eben auf die wichtigeren oder auch wichtigen Aspekte wie Social Skills konzentrieren kann. Ganz genau. Und das wird eine KI niemals schaffen. Also klar gibt's dann die Theorie von der Singularität. Ja, okay, viel Spaß. Aber ich glaube, da werden wir zwei, werden dann nicht mehr auf dieser Erde sein, das noch mitzubekommen. Von dem her konzentrieren wir uns doch jetzt lieber auf die nahe Zukunft und freuen uns, dass wir nicht mehr nervige Aufgaben erledigen müssen. Das ist ja schön. Du bist irgendwann in die Wirtschaftsinformatik gerutscht. Gab es da eigentlich einen Grund, also warum du dich dafür entschieden hast, in diese Richtung zu gehen? Ja, das war ein eigentlich amüsanter Grund, weil während der Bürokauffrau-Ausbildung habe ich schon gemerkt, dass ich immer allen Kollegen helfen musste, wenn irgendwie was am PC nicht funktioniert hat oder wenn das Rechnungssystem mal wieder nicht so funktioniert hat. Ich habe schon gemerkt, da habe ich irgendwie ein Talent, dass ich grundsätzlich mal ein bisschen mehr, Geduld habe, mit Software zu arbeiten, wenn das mal nicht so läuft wie gewünscht. Und in der BOS, also Berufsoberschule, hatte ich einen Lehrer, der dann gemeint hat, so, hey, magst du nicht Wirtschaftsinformatik machen? Und ich dachte so, was ist das denn? Und habe das dann mal so nachgeschaut und habe gemerkt, so cool, das kombiniert das, was ich als Bürokauffrau schon kann, also die ganze Wirtschaftsgeschichte mit HR und Marketing und was man so als Grundlagen gelernt hat, aber eben auch was Neues, nämlich die Informatik. Und dann war es auch noch NC-frei, da bin ich ganz ehrlich. Deswegen bin ich dann auch nach Rosenheim und irgendwie bei dem Studium gelandet. Und ich bin sehr, sehr glücklich über diesen eigentlich Zufall oder über den Schubs in die richtige Richtung von meinem damaligen Lehrer. Also du bist es auch im Nachhinein noch sehr glücklich mit der Entscheidung, wie es sich anhört. Schön, das freut mich, ja. Absolut, absolut. Jetzt hast du noch was erzählt von Wasserfall und Scrum. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass vielleicht nicht alle Hörer damit was anfangen können. Zum ersten, was ist Scrum und was ist im Unterschied dazu Wasserfall? Also vielleicht... Ja, einfach erklärt, es sind Vorgehensmodelle. Man hat so eben, gerade wenn man Projekte hat, Projektmanagement, Produktmanagement, gibt es so gewisse Vorgehensmodelle und ich glaube so in den 2000ern oder Mitte der 90er war es so ganz klassisch, man macht ein Wasserfallmodell. So wie es heißt, so kann man sich es auch vorstellen. Man fängt mal an zu laufen und irgendwann landet das Wasser unten am Boden und dann ist es halt am Boden und kommt auch nicht mehr hoch. Das heißt, wenn man irgendwie was entwickelt oder ein Projekt macht, überlegt man sich lange vorher, wie das aussehen kann, schreibt Konzepte, redet mit Leuten, überlegt sich Prozesse und danach entwickelt man. Dann hast du ein Produkt oder eine Software. Irgendwann hat man gemerkt, das ist ziemlich teuer, wenn man dann ein Projekt oder ein Produkt hat, das eigentlich gar keiner nutzen will, weil sich in einem Jahr Entwicklung zum Beispiel der Prozess geändert hat oder irgendetwas sich einfach verändert hat in dem Umgang zu der Software. Und dann hat man begonnen, das Ganze mit agilen Methoden zu versuchen. Agil bedeutet,
ich gehe auf Veränderungen ein und bin flexibel und habe der schöne Begriff, ein iteratives Vorgehen. Also ich schaue, dass ich minimal etwas umsetze, was schon Mehrwert hat, und dann verbessere ich dieses Produkt und mache nicht einen großen Monolithen, der dann so, hier, viel Spaß, sondern genau, mach vielleicht mal den Hauptprozess, bild den in der Software ab und dann schaue ich mal, was ich noch so außenrum optimieren kann. Was gibt es so für Scrum Vorteile? ist noch mal was anderes, aber ich glaube, das kann ich dann noch mal in Ruhe erzählen. Okay, was gibt es denn für Vorteile, wenn man so agil vorgeht? Also ich kann mir jetzt vorstellen, da gibt es ja wahrscheinlich nicht nur bei den Entwicklern, sondern wahrscheinlich auch auf Kundenseite Vorteile. Absolut. Das Schönste am agilen Vorgehen ist, dass man eben auf Veränderungen reagieren kann. Viele Leute, die neu damit anfangen, meinen, dass man keinen Plan hat, einfach irgendwie startet. Das stimmt gar nicht. Also auch in einem agilen Vorgehen sollte man eine Vision oder in irgendeiner Weise ein Ziel haben, was ich erreichen möchte. Der Weg dahin ist aber nicht vorgegeben. Der kann sich auch mal durch Abzweigungen irgendwo anders hinbewegen. Also ich möchte, keine Ahnung, irgendeinen Prozess unterstützen mit einer Software und merke währenddessen so, hey, da gibt's eigentlich einen anderen Teil vom Prozess, der viel mehr weh tut, wenn man den manuell macht. Wollen wir nicht den lieber in die Software reinpacken? Und dann verändert man den Inhalt sozusagen. Aber das Ziel sollte trotzdem immer fest bleiben oder die Vision einer Software. Deswegen für Kunden ist es halt besonders attraktiv, dass ich nicht von Anfang an wissen muss, was ich dem IT-Dienstleister oder meinem internen IT-Ansprechpartner alles sagen muss, sondern der hilft mir dabei, ein gutes Produkt zu bekommen, eine gute Software zu bekommen. Und was ist jetzt Scrum? Scrum, ja genau. Das ist so ein schöner Begriff. Alle schreien immer danach und keiner weiß wirklich, was es ist. Nein, das wissen natürlich viele. Ist ein spezielles Vorgehensmodell, sozusagen ein Rahmenwerk, das von, jetzt habe ich die beiden Namen vergessen, es haben zwei Personen sich überlegt, und die definieren sozusagen die Zusammenarbeit oder sie geben dir Regeln vor für die Zusammenarbeit, haben bestimmte Rollen definiert, bestimmte Meetings definiert, Methoden und jetzt kommt's, das wo viele Leute immer ein bisschen abschreckt, auch Werte, die sogenannten Scrum-Werte. Hört sich immer an wie so eine Sekte. Commitment, Mut, Fokus, Offenheit und Respekt. Ist immer so, man denkt sich, wenn man es liest, so, es ist ja logisch, dass man in der Arbeitswelt so ist, aber es soll einfach helfen, jedem das Gefühl zu geben, was ich tun darf und was ich tun kann in meinem Umfeld. Und da gehört eben zum Beispiel sowas dazu, ein Entwickler darf einen Fokus haben und soll einen Fokus haben, nämlich gute Qualität und gute Code zu schreiben, was jetzt zum Beispiel ich als Product Owner akzeptieren muss. Und deswegen sind das so Hilfestellungen, damit alle irgendwie am gleichen Strang ziehen. So kann man das, glaube ich, empfehlen. Okay, du bist jetzt Product Owner. Genau. Gibt es da noch andere Rollen? Owner, ja, andere Rollen gibt es auch noch. Es gibt noch man nennt im Scrum das ganze Team Scrum-Team. Damit sind die Entwickler gedacht. Ein interdisziplinäres Team heißt es immer. Also da sind noch Tester mit dabei, vielleicht irgendwelche Business-Analysten, die noch irgendwie Prozesse definieren. Dann haben wir dazu einen Scrum Master. Den nenne ich liebevoll immer Schiedsrichter. Das heißt, der hilft dem Scrum-Team und allen Beteiligten, das Regelwerk zu verstehen, versucht auch sozusagen rote Karten zu zeigen und zu sagen, hey, Achtung, das ist gerade echt uncool, was er macht. Und er soll auch helfen, irgendwelche Hindernisse zu entfernen. Also wenn die Entwickler zum Beispiel, jetzt blöd gesagt, der Laptop ist hin, dann unterstützt der Scrum Master und sagt, hey, ich helfe dir, komm, wir schauen, dass wir da eine Lösung finden. Dass da halt einfach das Team nicht auf sich allein gestellt ist. Habe ich mir vergessen? Ja, und ein Product Owner. Mhm. Und wenn der Scrum Master der Schiedsrichter ist, dann ist der Product Owner?
Der Böse. Nein, das natürlich nicht. Nein, der ist verantwortlich für das Produkt, kann man sagen. Und er versucht immer, einen Mehrwert in dem Produkt zu schaffen, also für den Benutzer. Soll sozusagen der Sprecher für alle Benutzer und für alle Stakeholder sein und die vertreten. Ich bin aber auch der Meinung, dass der Product Owner die Entwickler in gewisser Weise schützen sollte. Also eben zum Beispiel, dass nicht ein Kunde neben dem Entwickler steht und sagt, warum ist das so? Ich möchte es anders haben. Damit soll sich ein Entwickler nicht auseinandersetzen müssen. Er darf, wenn er möchte, aber grundsätzlich, finde ich, sollte der Product Owner so eine Schutzwand sein vor dem Team und jetzt nicht Probleme lösen, aber eben das Produkt im Mittelpunkt sehen und da sich drum kümmern. Du hast vorher gesagt, in agilen Methoden geht es auch um gemeinsame Ziele und Visionen. Wie würde man das im Kontext eines Scrums umsetzen? Also ich sage mal auch hinsichtlich Mehrwert für den Kunden. Da gibt es verschiedene Ansätze auf sozusagen verschiedenen Ebenen. Es gibt das sogenannte Product Vision, also Produktvision. Das sollte, jetzt ganz blöd gesagt, so ein Satz sein, an dem sich alle Entwicklungen und Entscheidungen irgendwie richten. Also das ist es heißt immer so ein Nordstern, den man sich irgendwie definieren sollte mit Personen, da dürfen alle mit, die man irgendwie dabei haben möchte, also irgendwie Haupt-Key-User zum Beispiel und irgendwie erfahrene Entwickler, vielleicht noch irgendwie eine Architekten, auch Marketing, irgendwie ein Geschäftsführer, egal wer. Und man soll sich irgendwie so einen Satz machen oder erstellen, dass man sagt, da wollen wir hin. Ich glaube, es gab mal eine Produktvision. Ich glaube, Google hatte das mal irgendwie definiert, so von wegen, sie möchten den Begriff googeln als Suche synonym haben. Also das war vor ein paar Jahren absolut abwegig. Inzwischen sind sie da und haben jetzt andere Produktvisionen. Also man kann die erreichen, aber die ist meistens, ich sag mal, eher unerreichbar. Das sind ganz coole Dinge. Das ist die eine Ebene, also die große Ebene sozusagen, die weit oben. Und dann gibt's aber eine kleinere Variante sozusagen davon. Im Scrum arbeitet man, jetzt wird's dann detailreich, in Sprints nennt man das. Die Sprints starten mit einem Planning, wo ein Product Owner Inhalte zur Entwicklung vorstellt, mit dem Team bespricht und das Team entscheidet, wie viel schaffen wir denn innerhalb des Sprints. Der hat eine feste Länge, die soll auch nicht variabel sein, also die ist immer fest definiert bei uns in der Firma. Wir arbeiten in 2 Wochen Sprints. Also wir starten am Donnerstag. Wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Immer 2 Wochen genau. Sprints oder? Immer. Das ist eins der wichtigsten Regeln, damit man eine Erfahrung sammelt und da irgendwie, wie sagt man, eine Sicherheit bekommt. Ich habe so und so viele Arbeitstage innerhalb dieses Sprints und dann lerne ich auch davon, wie viel ich in der Zeit schaffe als Team. Jetzt muss ich einen Fachbegriff einwerfen. Story Points und Velocity. Ist das auch ein Grund? Ja. Das ist auch ein Grund, ja. Wobei ich jetzt erst in den letzten 3 Jahren bei der Firma gemerkt habe, was das wirklich bringt. Also früher in älteren Projekten, wo wir das gerade so angefangen haben, da habe ich das nie so richtig verstanden, was das ist und warum ich das brauche. Story Points ist sozusagen die Schätzung von Komplexität eines Themas, also einer Story. Man schreibt eine Story, die dann eben implementiert wird. Und diese Schätzung soll eben nicht Stunden sein oder Arbeitstage, wie viel da eine Person dran sitzt, sondern es soll eine Komplexität darstellen. Also ist es etwas, wo ich lange sehr viel testen muss, weil es sehr komplex ist? Ist es vielleicht fachlich komplex, weil ich da irgendwie dann verschiedene Anwendungsfälle oder verschiedene Herausforderungen abbilden muss?
Und da schätze ich dann eben jede einzelne Story. Und je mehr Sprints ich habe, da habe ich ja dann eine Anzahl an Stories drin, je mehr Sprints ich habe, kriege ich einen Durchschnittswert dieser Stories, dieser Story Points, wie viel ich schaffe in jedem Sprint. Und wir schauen zum Beispiel immer auf die letzten 10 Sprints in unserer Velocity. Die kann sich auch verändern, ganz klar. Wenn sich zum Beispiel das Team, einer ist gegangen oder einer war irgendwie mal, ist länger ausgefallen oder es ist ein neuer dazugekommen, das ist ganz normale, also passiert. Wenn ein neuer Kollege kommt, geht die Velocity rauf oder runter? Bitte? Wenn ein neuer Kollege kommt, geht die Velocity rauf oder runter? Das ist sehr spannend, das hatte ich in den letzten paar Jahren jetzt öfter. Zuerst geht sie runter, dann geht sie rauf. Das ist die Erfahrung, die ich habe. Ja, ganz klassisch, Ramp-up. Es müssen mindestens ein weiterer vom Team sich um denjenigen kümmern und ihm Sachen erklären. Also wird der tendenziell weniger schaffen. Mhm. Aber später wird es dann stetig steigen. Das ist das Schöne. Also man sieht dann immer so ein Einpendeln, wenn dann so, der ist jetzt eingearbeitet. Also typische, es wird erst schlechter, bevor es besser wird. Da muss man mal Brücke zum Change Management zu schlagen, wenn man irgendwas ändert oder grundsätzlich wird es erst schlechter, bevor es besser wird. Ja. Ja, schön, wenn man das analog so auch im Scrum betrachten kann. Ja. Ja, sehr. Und irgendwie auch naheliegend. Weil, also ich kann nicht erwarten, wenn ein neuer Entwickler kommt, der das zum Beispiel das Produkt gar nicht kennt, was er entwickelt, dass er also ernsthaft effektiv arbeiten kann. Das geht nicht. Aber man hört die Erwartungshaltung relativ oft. Was mache ich, wenn mein Projekt verzögert ist? Naja, ich schmeiß mit Ressourcen drauf in der Hoffnung, mehr Leute schaffen mehr. Ja, das Schlimmste. Ganz schlimm. Das ist immer, da gab es doch irgendwie mal so eine schöne Analogie mit dem Hausbau. Wie war das? Wenn der Keller schneller gemauert ist, dann wird das Haus schneller fertig, aber der ganze Rohbau und alles muss ja trotzdem trocknen und irgendwie alles, man muss Wartezeiten mit einwilligen. Da kannst du noch so viele Leute daneben hinstellen, dann warten halt 10 Leute statt 6. Deswegen wird es auch nicht schneller fertig. Genau, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Okay, Sprint. Und was kommt nach dem Sprint? Nach dem Sprint, das ist ganz spannend, gibt's Dailies, das ist auch so ein Meeting, was man eben macht. Dailies, wie man es schon hört, sollen täglich stattfinden und zwar immer zur gleichen Zeit und maximal 15 Minuten. Das ist einfach nur ein kleiner Status, ein Status-Meeting. Da sagt jeder einmal in der Runde, was habe ich gestern gemacht, was habe ich heute vor und hänge ich gerade irgendwo oder habe ich gerade irgendwo eine Herausforderung. Mhm. Ich als Product Owner gehe zum Beispiel so im Sprint 2-3 Mal in Daily rein. Ich bin aber nicht aktiver Teilnehmer. Das heißt, ich höre nur zu, um einfach so einen kleinen Status zu kriegen. Wie geht's meinem Team? Haben sie mir irgendwas vielleicht nicht gesagt, was ich aber dann im Daily mal kurz erfahre? Ja, und einfach zu wissen, wie weit sind sie denn? Kommen sie durch? Werden sie es schaffen, das, was sie erreichen wollen? Genau, das ist so das, was so täglich passiert. Dann gibt's noch ein sogenanntes Refinement. Das ist so ein Meeting, wo ich als Product Owner mit Themen komme und mir Input von den Entwicklern hole. Das heißt, ich stelle ihnen was vor, ich habe da eine neue Anforderung, ein neues Feature, was ich haben möchte. Was haltet ihr davon? Wie können wir das lösen? Gibt's Ideen, wie wir es vielleicht anders, schneller, einfacher darstellen können in der Software? Also hol mir da Unterstützung und Input. Und wenn es schon, man nennt es reif, also wenn es schon Anforderungen sind, die ziemlich klar sind, dann schätzen wir das auch gemeinsam. Das machen wir mit Planning Poker. Das ist dann so eben diese Komplexität ziehen und sagen, ich glaube, das ist sehr einfach, deswegen gebe ich eine 1. Ihr spielt tatsächlich Planning Poker. Ja. Das finde ich richtig spannend. Kennt man natürlich, habe ich aber in der Praxis jetzt tatsächlich so richtig noch nie gesehen. Also, dass es jemand wirklich macht. Ich lieb's.
Macht so viel Spaß, weil wir haben, also mein Team, was ich habe, wir sind 6 Entwickler und die kennen sich alle recht gut und es ist selten unterschiedlich von der Zahl. Das ist total verrückt. Das pendelt sich irgendwann so ein, weil das Team hat dann ein Gefühl dafür, wie viel Storypoints sind es, wenn ich irgendwas vorstelle. Und man macht es eben mit Fibonacci-Zahlen, weil es eben dann diese Sprünge hat. Also 1, 2, 3, 5, 8, 13 und 20. Und ich glaube, also ich habe noch nie bei meinem Team eine Schätzung über 8 gehabt. Weil wir sagen dann Story trennen. Also dann machen wir 2 draus. Dann schauen wir, dass wir irgendwie eine Teilung hinkriegen, weil sonst wird das zu viel Risiko, dass das einfach nicht machbar ist innerhalb eines Sprints. Aber es ist sehr schön, Planning Poker. Das muss man bei Gelegenheit irgendwann mal beibringen, glaube ich. Könnte ich auch vielleicht brauchen hin und wieder. Sehr gern. Gibt es auch sehr praktische Tools inzwischen. Also man muss da nicht mehr mit seinen Stapel Karten in dem Raum sitzen, sondern das geht wirklich alles inzwischen remote. Wir arbeiten mit Microsoft Azure DevOps, da gibt es extra so eine Estimate Add-on und im Jira, glaube ich, gibt es auch ein extra Add-on. Also das ist echt, ein paar Browserseiten gibt es auch, die kostenlos sind, wo man einfach nur so Karten dann hat und man zusammen eine Session erstellt. Also es ist echt inzwischen sehr gut remote machbar. Okay, das war jetzt Planning Poker, also Planning im Allgemeinen, ich glaube, da haben wir schon drüber geredet, genau. Gibt es noch andere Events? Genau, das Refinement war eben das, wo wir jetzt gerade aufs Planning Poker gekommen sind. Also es ist im Grunde, wir schauen, dass wir im Refinement alles geschätzt haben und im Planning wirklich fast nichts mehr besprechen müssen, inhaltlich. Also das ist so unser Ziel immer bei einem Sprint. Ja, und dann natürlich das schönste und wichtigste Event, das Review. Das ist am letzten Tag des Sprints. Das ist bei uns, wir starten am Donnerstag und wir enden am Dienstag die Woche drauf, also knapp 2 Wochen. Und in dem Meeting dürfen auch Stakeholder kommen, alle, die interessiert sind an dem Produkt, am Team, an den Inhalten, egal wer. Also das soll wirklich ein offenes Meeting sein innerhalb der Firma oder eben auch, wenn du einen Kunden hast, darfst du den einladen. Und das Team, also die Entwickler, stellen dann deren umgesetzte User Stories vor in der Software. Und das macht echt Spaß, weil wir hatten, bis vor ein paar Jahren haben wir das ohne Kunde gemacht und nur intern. Vor einem Jahr sowas haben wir dann gesagt, nee, wir laden jetzt die Kunden ein. Und es ist so super. Also es ist so ein Mehrwert, weil einfach der Kunde direkt sagen kann, boah, das sieht ja gut aus. Du merkst richtig, wie dann einfach alle Entwickler sich denken, geil, ich habe was geschafft, das gefällt dem Kunden, das ist gut. Und das macht einem stolz, also wenn man es dann einfach zeigen kann. Und aber auch, legitime Kritik, also wenn man sagt so, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt, dann ist es einfach direkt und nicht über 3 Ecken in einem Bug formuliert, den kein Mensch versteht, sondern direkt irgendwie. Ja, Feedback. Ist richtig schön. Ja, fördert ja auch den Austausch wahrscheinlich mit den Stakeholdern oder mit den Auftraggebern. Ja. Absolut. Und das Verständnis bei den Stakeholdern. Das haben wir bemerkt. Also wir müssen jetzt nicht mehr über technische Herausforderungen diskutieren, weil sie einfach live dabei sind, wenn jemand erklärt, warum das gerade komplex war oder warum das aufwendiger war, als wir gedacht haben. Hat viele Vorteile. Das ist richtig schön. Ach so, ja, und dann gibt's noch die Retro. Genau, Retrospektive. Da ist aber kein Stakeholder dabei, oder? Da sind keine Stakeholder dabei. Nee, das ist bei uns absolut teamintern. Also das moderiert das Scrum Master. Ich bin mit dabei als Project Owner und eben mein Team. Und es gibt so ganz klassische Retros. Man macht was war gut, was war schlecht, was machen wir besser. Erstaunlich. Ich dachte früher, wenn man 2 Wochen Sprints hat, dann hat man so Retros, wo man nichts sagt. Aber egal, wie lange man mit einem Team arbeitet, man findet immer irgendwas. Und wenn es nur eine Mini-Kleinigkeit ist.
die man besser machen kann. Also es ist wirklich cool, wenn man da gemeinsam das Verständnis dafür hat, dass auch kleine Dinge den Prozess verbessern und alle irgendwie einfacher arbeiten. Das ist echt cool. Das macht sehr Spaß. Okay, und dann sind wir jetzt leider auch schon am Ende. Und das bringt mich zu den 3 Key Takeaways von heute. Erstens, das Scrum-Framework bietet Entwicklungsteams durch feste Sprintzeiten die Sicherheit und das Selbstvertrauen, sich selbst und die Anforderungen besser einschätzen zu können. Der zweite Punkt, den ich mir mitgenommen habe, ist, dass asynchrone Arbeit die Effizienz spürbar steigern kann. Du hast es vorher anhand zeitlich versetzter Sprints mit mehreren Teams erzählt. Dadurch habt ihr eben nicht nur ein Inkrement alle 2 Wochen, sondern tatsächlich einen messbaren Mehrwert pro Woche im Produkt. Der dritte Punkt, es ist total wichtig, Raum zur Selbstreflexion zu geben. Und es ist auch okay, wenn daraus zunächst nur kleinere Verbesserungen entstehen, denn die werden über die Zeit auch zu größeren Veränderungen führen. Ja, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Maria, ich habe mich sehr gefreut, dass du bei uns zu Gast warst. Ich habe wieder viel Neues gelernt und unsere Hörer bestimmt auch. Vielen Dank für die Einladung und dass ich da sein durfte. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht, über Sachen zu reden, die man eigentlich täglich macht. Aber ich freue mich, wenn ich jemanden etwas neue Impulse bringen konnte. Mir hat es auch Spaß gemacht. Dann danke an eure Hörer und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass euch diese Folge von Wall of Confusion gefallen hat. Lasst uns gern ein Like da oder schreibt euer Feedback in die Kommentare. Schreibt uns auch, wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert oder ihr vielleicht sogar selbst mit uns über ein bestimmtes Thema sprechen wollt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Folgt uns auf linkedin.com/company/rossi-it.